I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Isan. Vadikap PP, Vadikap Tokon. Im heutigen Video möchte ich euch ein bisschen was über die Lage hier in Thailand erzählen. Auch die Lage vom Nahost ist natürlich hier auch in Thailand mittlerweile angekommen. Bereits auch schon seit mehreren Wochen. Ich habe das Ganze jetzt einfach, über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet, um euch da ein bisschen was mitzuteilen, was jetzt hier in Thailand aktuell so gerade passiert. Ich möchte auch sicherlich aktuell hier über die Helden in Thailand ein bisschen was erzählen. Die werden mittlerweile hier Helden genannt, aber da lasst euch einfach überraschen. Ich wünsche euch mit dem Video auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und hoffe, dass ihr ein bisschen Freude an dem Video habt, dass ihr von mir auch mal wieder was gesehen habt und dass ihr auch mal wisst, was hier so gerade in Thailand alles so passiert. Die Leute, die hier gerade in Thailand als Helden gefeiert werden, das sind schlichtweg die Lkw-Fahrer, die Kraftstoff von A nach B transportieren. Das sind im Moment die Helden hier. Bevor es aber nun letztendlich losgeht, noch was kurz in eigener Sache. Dieses Video dürft ihr natürlich wie immer fleißig liken, fleißig kommentieren, fleißig teilen. Und für alle neuen Zuschauer, die erst jetzt auf mich gestoßen sind, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Vergesst dann einfach nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch kein Video von mir. Vergesst auch einfach nicht, das Abo, das kostet euch kein Geld. Das kostet euch auch nicht viel Zeit. Das ist nur ein Klick, den ihr machen müsst. Und für mich und für alle YouTuber ein absolut tolles Feedback ist. Also scheut euch da nicht, drückt den Abo-Button, würde mich absolut drüber freuen. Und nun geht es weiter mit dem Video. Ja, dieses Jahr möchte ich es einfach nicht vergessen. Ich möchte euch nachträglich oder beziehungsweise, wenn das Video kommt, ist ja noch Ostermontag, möchte ich euch noch auf jeden Fall ganz, ganz frohe Ostern wünschen. Ich hoffe, ihr hattet ein tolles Fest. Hier in Thailand, wie gesagt, wisst ihr ja, wird das nicht so wirklich zelebriert. Ich möchte es auf jeden Fall dieses Jahr nicht verpassen, euch da noch frohe Ostern zu wünschen und ein ganz, ganz tolles Jahr weiterhin. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an, wie die Lage hier in Thailand ist. Die Lage ist sehr angespannt. Ihr habt das Ganze eben, wie schon bereits erwähnt, ein paar Wochen jetzt beobachtet, um zu schauen einfach, wie entwickelt sich das Ganze. Habe da auch vor 3 Wochen ein schönes Video vom lieben Olaf gesehen. Derjenige, der das vielleicht noch nicht gesehen hat, dem würde ich das oben einfach gern verlinken. Könnt ihr mal reinschauen, könnt ihr auch mal sehen, wie die Lage bis vor 3 Wochen war. Jetzt sieht die Lage schon ganz, ganz anders aus. Ist ein bisschen meiner Meinung nach angespannter. Das größte Problem hier in Thailand ist einfach der Kraftstoffmangel, sage ich mal in Anführungsstriche. Da gibt es verschiedene Meinungen. Die einen behaupten, der Kraftstoff wird bewusst zurückgehalten, um den Preis nachher in die Höhe treiben zu können. Die anderen sagen, es gibt nur eine begrenzte Menge an Kraftstoff, die noch ca. 50 bis 60 Tage hält. Ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen, was da letztendlich dran wahr ist oder nicht. Kann man drüber diskutieren, aber ja, ich habe hier mittlerweile meine, eigene Meinung mir gemacht. Ich habe gesehen, dass der Kraftstoff meiner Meinung nach nicht zurückgehalten wurde. Meiner Meinung nach wurde hier einfach Panic Buying, also Panikkäufe getätigt. Es wurde hier wirklich an Unmengen an Kraftstoff gekauft, was teilweise wirklich kurios war. Es war spektakulär, das anzusehen. Die Schlangen, die dort anstanden. Teilweise wurden Kanister einfach abgestellt an den Tankstellen. Und die Tankstellenbetreiber haben die Kanister dann halt nach und nach einfach befüllt. Es sind wirklich verrückte Szenen, die sich hier abgespielt haben. Der Preis ist definitiv nach oben gegangen. Also ich habe vor 3 Wochen noch zu einem, Normalpreis bezahlt, so wie es der liebe Olaf ja auch gemacht hat. Könnt ihr dort in dem Video sehen. Dort waren die Preise noch eigentlich auf dem Normalstand. Jetzt mittlerweile nach 3 Wochen hat sich das Ganze fast verdoppelt. Ich weiß, das ist sicherlich in Europa, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich nicht anders. Die Preise haben sich auch verdoppelt. Aber hier
ist es einfach für die Leute halt, das trifft die Leute schon extrem hart. Aktuell haben hier sicherlich gerade die ganzen Farmer, natürlich auch die ganzen kleinen Unternehmen, die Bagger haben oder, sage ich mal, LKWs haben, um Erde hier von A nach B zu fahren, die haben hier gerade sicherlich die größten Probleme, was mir persönlich einfach wirklich sehr, sehr leid tut, weil innerhalb unserer Familie gibt es eben Leute, die, sage ich mal, einen Bagger haben, Traktoren haben, die LKWs haben, um Erde durch die Gegend zu fahren. Die Leute benötigen natürlich alle Diesel und bekommen das aber nicht oder halt nur sehr, sehr schwierig. Und das ist für die Leute dann halt wirklich hart, weil denen dann einfach auch die Einnahmen fehlen und natürlich auch, sage ich mal, ihnen es genommen wird, ihre Ernte nach Hause zu bringen. Das ist hier also wirklich relativ schwierig. Es gibt ja auch Leute, die eben den Kraftstoff auch hamstern, was für meines Erachtens nach einfach nicht notwendig ist. Es ist mir schon klar, dass jeder auch ein bisschen für sich schaut, um eben im schlimmsten Fall ins Krankenhaus fahren zu können oder sonst was tun zu können. Das verstehe ich alles. Das liegt sicherlich auch ein bisschen hier an den Tankstellenbetreibern selbst. Die Tankstellenbetreiber können ja hier ein Limit festlegen. Von Thailand aus ausgesprochen gab es da mal ein Limit, wo gesagt wurde 500 Baht. Und das Gleiche habe ich eben beim Olaf in seinem Video auch gesehen, also in der Gemeinde Chainat. Da gab es anscheinend auch die Regelung mit 500 Baht. Bei uns hier, sage ich mal, im relativen Outback gab es die oder wurde davon gesprochen, aber es hat sich irgendwie niemand daran gehalten. Bei uns an den Tankstellen hier gab es teilweise ein Limit von 6.000 Baht. Dem Limit 500 Baht finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt gerade vor einer Woche auch nochmal getankt. Dort gab es das Limit von einfach 100 Liter. Dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr darüber denkt. Ihr dürft mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch in den Regionen ist. Das würde mich persönlich auch absolut interessieren, weil ja, von mir aus auch wie es bei euch jetzt mittlerweile in Europa aussieht. Ich kann das Ganze hier nur aus der Ferne betrachten, aber würde mich persönlich auch interessieren, wie es dort bei euch aussieht. Also lasst es mich einfach wissen. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. You and I wanna leave everything behind. If you wanted to. Ja, wie angesprochen bin ich eben eines Nachts, sage ich mal, mehr oder weniger. Also wir haben da immer so ein bisschen Kontakt zu den Tankstellenbetreibern hier in der Umgebung. Wir haben dann erfahren gehabt, dass es dann um 4 Uhr morgens dann eben wieder neuen Kraftstoff geben würde. Und der Neffe und meine Nichte, die eben auch ein kleines Backerunternehmen nebenbei noch betreiben, die wollten sich dann ein bisschen, sage ich mal, eindecken mit Diesel. Die beiden sind dann bereits schon nachts um 1 Uhr dorthin gefahren. Ich bin dann gefolgt um 3 Uhr nachts, bin dann an wirklich einer riesigen Schlange von Autos vorbeigefahren. Der ganze Weg dorthin, also die ganze Schlange, das Video habe ich über 2 Minuten lang gedreht. Das war wirklich verrückt und das war nur in eine Richtung, also in der andere Richtung standen ungefähr nochmal die gleiche Anzahl an Autos. Möchte aber gern an dieser Stelle mich auch nochmal ganz, ganz herzlich wirklich an die Helden Thailands bedanken, die da wirklich tagtäglich unentwegt Kraftstoff von A nach B fahren. Möchte mich natürlich auch an die Leute dort bedanken, die auf den Tankstellen arbeiten, die da wirklich auch mittlerweile zu jeder Tages- und Nachtzeit arbeiten. Das ist für mich nicht selbstverständlich, finde ich eine absolut tolle Sache. Also meinen hohen Respekt an die Personen, die dort gerade wirklich Höchstleistung bringen, um die Leute hier, sage ich mal, irgendwo mit Kraftstoff zu versorgen. Genauso bin ich jetzt schon gespannt, was mit Songkran passiert. Also Songkran ist ja das Wasserfest, das Neujahrsfest von Thailand. Aufgrund von den hohen Kraftstoffpreisen, von dem Kraftstoffmangel, sage ich mal, da wird es dieses Jahr ein ruhiges Fest geben, vermute ich zumindest mal. Weil auch hier haben die ganzen Tankstellenbetreiber bereits schon angekündigt, dass das zum Songkran-Fest sicherlich auch nochmal ansteigen wird. Also es ist hier
die Rede davon, dass es pro Woche jetzt nochmal um 6 Baht ansteigt. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Das heißt, dann werden wir sicherlich wirklich Höchstpreise haben um das Wasserfest rum. Und auch da dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Wasserfest, das Neujahrsfest hier in Thailand auch wieder wie jedes Jahr begleiten soll mit der Kamera. Ich habe da immer eine mega Freude daran, euch das zu zeigen. Schreibt mir aber auch da gerne in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Dann lasse ich da ganz, ganz sicher die Kamera natürlich auch wieder mitlaufen. Ja, dann würde ich jetzt so langsam hier wieder zum Schluss von dem Video kommen. Möchte auf jeden Fall Danke sagen fürs Zuschauen. Ich hoffe, auch wenn es ein vieles oder ja, ein großes Plapper-Video heute war, hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Ich hoffe natürlich, dass ihr fleißig in die Kommentare schreibt, wie ihr darüber denkt, wie ihr die Situation einschätzt. Würde mich tierisch darüber freuen. Werde natürlich auch jeden Kommentar beantworten, da könnt ihr euch sicher sein. Ansonsten würde ich jetzt euch wie immer eine ganz, ganz gute Zeit wünschen. Bleibt vor allem gesund da draußen, passt auf euch auf und hoffe natürlich für euch, dass ihr die ganze Lage im Nahosten davon ganz, ganz wenig nur mitbekommt und alle unversehrt bleibt. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und dann würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, sehen wir uns ganz, ganz sicher zum nächsten Video wieder. Ich sage Tschüss, euer René aus Thailand.